Wie werde ich Bargeld wieder los? Viel Bargeld, das ich in den letzten Jahren gehortet habe. Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Sabine hat uns geschrieben und hat uns auf einen Artikel in der Wirtschaftswoche hingewiesen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich werde auch gleich den Artikel öffnen. Jedenfalls geht es in dem Artikel darum, wie man viel Bargeld, das man in den letzten Jahren angesammelt hat, wieder loswerden kann, sozusagen in den Bankenkreislauf zurückführen kann. Sabine hat das Problem, beziehungsweise ihre Mutter hat das Problem. Ihre Mutter ist über 80 und Sabine hat jetzt festgestellt, dass sie in den letzten Jahren hier sehr große Summen an Bargeld zu Hause gehortet hat. Wir reden buchstäblich von Hunderttausenden von Euro. Tatsächlich lässt sich schwer zurückverfolgen, woher dieses Bargeld ist, denn zum Beispiel hat die Mutter von Sabine hier Wertgegenstände, Antiquitäten, Gold etc. privat verkauft, hat dort ohne Kaufvertrag hier jede Menge Bargeld bekommen und hat dies nun zu Hause liegen. Vielen Dank für deine Zuschrift, Sabine, und übrigens euch allen, die zuschauen, will ich sagen, wenn auch ihr ein interessantes Thema habt, wenn ihr eine interessante Frage habt, einen interessanten Zeitungsartikel habt, ein Problem habt oder sonstiges, das wir hier gerne besprechen sollen in einem dieser Videos, dann informiert uns absolut, schickt uns eure Vorschläge. Auf unserer Webseite Perspektive Ausland findet ihr unten in der Fußzeile eine E-Mail-Adresse. Dort gibt es auch ein Formular, wo man einen Gast oder ein Thema vorschlagen kann. Wir sind sehr dankbar dafür. Fast alle Themen, die wir hier besprechen, fast alle Videos basieren auf der Beratungspraxis oder eben auf solchen Zuschriften. Wenn das Thema also interessant ist für viele, dann werden wir zu einem Video machen. Können das natürlich nicht versprechen. Wir werden alle Videos anonymisieren, das heißt, wir werden weder euren vollen Namen nennen, auch wenn ihr jetzt ein bestimmtes Problem zum Beispiel habt mit einem Lieferanten, einer Bank etc. pp., werden wir auch dort den Namen nicht voll nennen. Wir wollen ja beide hier keine rechtlichen Probleme haben und uns mit Anwälten hier groß rumschlagen. Also bitte schickt uns eure Vorschläge, das ist für uns wahnsinnig interessant und wir berichten dann gerne darüber beziehungsweise machen ein solches Video dazu. Gut. Nun möchte ich als erstes einmal den Artikel hier aus der Wirtschaftswoche zeigen, von dem Sabine gesprochen hat. Hier ist der Artikel. Sabine hat nun sich von diesem Artikel hier Lösungen versprochen. Hans Witt ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in Heidelberg. Tatsächlich enthält der Artikel allerdings nicht sehr viele praktische Ratschläge, außer die, dass man identifizieren muss, woher das Geld kommt. Das bringt natürlich Sabine jetzt auch nicht unbedingt sehr viel. Also, liebe Sabine, leider ist die Situation natürlich tatsächlich so, wie sie in diesem Artikel steht. Und da gibt es leider auch keine Magic Bullet und keine Tricks, wie man jetzt tatsächlich hier mit diesem Bargeld umgehen könnte. Deine Mutter muss nachweisen, woher sie das Bargeld hat. Kann sie das nicht tun, dann gibt es tatsächlich ein Problem. Nun ist es natürlich so, dass ihre Bank deine Mutter vielleicht schon seit vielen Jahren kennt. Und daher hat die Bank natürlich einen gewissen Spielraum und kann sagen, nun, die Mutter von Sabine, sie ist vertrauenswürdig, sie ist Rentnerin, sie hat dort ein Vermögen bei der Bank. Angenommen, sie hat dort jetzt mehrere hunderttausend, dann kann man vielleicht erklären, dass hier eben die Mutter einige Antiquitäten etc. verkauft hat und daher dieses Bargeld kommt. Ich würde sagen, ein verantwortungsvoller Filialleiter wird hier sicherlich eine Ausnahme machen können. Wenn es gar nicht anders geht, kann man auch einen Anwalt involvieren. Vielleicht hat ja die Mutter einen Anwalt, mit dem sie seit vielen Jahren zusammenarbeitet und was dieser Anwalt dann auch kommunizieren kann. Eine solche Referenz, die ist schon ziemlich wertvoll, weil kein Anwalt würde jetzt ja hier Kopf und Kragen riskieren. Also wenn er wirklich deine Mutter kennt, zum Beispiel dein Anwalt seit vielen Jahren, dann ist das etwas, was hier sicherlich dann auch eine Bank überzeugen könnte. Denn wie gesagt, kein Anwalt würde ja leichtfertig hier bei einer solchen Sache Kopf und Kragen riskieren. Generell muss man sagen, dass ich natürlich Verständnis dafür habe, wenn Mandanten Bargeld zu Hause bunkern, ich aber natürlich davon abrate. Ja, ich weiß, es gibt hier so eine gewisse Protesthaltung. Wir reden ja hier oft von staatlicher Kontrolle, Zugriffigkeit, Übergriffigkeit der EU, zum Beispiel in puncto Kontenregister. Da kann man verstehen, dass Leute zum Teil natürlich Bargeld zu Hause horten. Ich finde es falsch. Auch jetzt, wenn man sich zum Beispiel vor dem digitalen Euro oder sowas schützen will. Es bringt nichts. Man kann hier nicht gegen den Strom schwimmen. Ich würde also raten, Sabine, versuch deine Mutter ins Gebet zu nehmen. Sei verständnisvoll natürlich und so weiter. Aber
sage ihr, dass dieses Hantieren mit Bargeld unbedingt ein Ende nehmen muss, dass sich das Leben damit nur selbst schwer macht. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Wir haben immer wieder Beispiele von Mandanten, die dann Probleme mit Bargeld haben. Ich möchte nun mal hier von 3 erzählen. Das erste Beispiel ist ein Mandant, der Gold geerbt hatte von seinen Eltern. Gold, was also nirgendwo in irgendeiner Weise registriert war, was auch nicht im Testament der Eltern genannt wurde, wo man eben so von Anfang an hier mit Absicht so ein bisschen Geheimhaltung und sowas betrieben hat. Er wollte dann irgendwann dieses Gold verkaufen, weil er Geld benötigt hat, aber es gab natürlich keinen Nachweis, woher er dieses Gold hatte. Da konnte er es bei einem normalen Händler oder einer Bank nicht verkaufen. Er hat daher einen Privatverkauf gemacht, hat 200.000 Euro bekommen, aber auch hier wiederum alles ohne Quittung. So, dann versuchte er die 200.000 einzuzahlen bei einer Bank und das hat nicht funktioniert. Ja, er ging von Filiale zu Filiale zu Filiale und das ist jemand, der hat hier bei der Sparkasse einen Handwerksbetrieb gehabt seit 20 Jahren, aber keine der Filialen wollte dieses Geld annehmen. Schließlich ist er dann hier in eine große Filiale in die nächstgrößere Stadt gefahren. Dort wurde es dann so mit Ach und Krach gemacht. Ja, aber es war enorm schwierig, dieses Geld hier anzunehmen. In anderen Ländern, muss ich ehrlich sagen, wäre es nicht möglich gewesen. Man muss realisieren, dass Deutschland, egal was du hörst, und die deutschen Banken hier relativ kundenfreundlich und kulant sind, gerade wenn es um Bargeld geht. In anderen Ländern wäre es überhaupt nicht gegangen. Ja, er hätte also dieses Bargeld nicht einzahlen können. Zweites Beispiel ist ein italienischer Fußballspieler und das ist jetzt schon 15 Jahre her. Er hat von seinem Arbeitgeber, also dem Fußballclub, regelmäßig hier Bargeld bekommen, was dann natürlich nicht versteuert war. Buchstäblich in Plastiktüten. Wir sind dann gemeinsam auf die Bahamas geflogen. Er hat dort eine Bank gesucht, die dieses Bargeld annimmt und er hat so den Eindruck gehabt und die Idee gehabt, naja, in so einer Bananenrepublik auf so einer Insel, da nehmen die ja dankbar mein Geld an, wird also kein Problem sein. Keine einzige Bank hat dieses Geld angenommen, obwohl der Präsident des Fußballclubs hier bestätigt hat, dass dieses Bargeld von dem Club kommt. Keine einzige Bank hat es angenommen. Das ist übrigens eine weit verbreitete Fehleinschätzung, die viele haben. Viele denken, naja, eben irgend so eine Insel, da werde ich das Geld unterbringen können. Das ist definitiv nicht so. Je kleiner die Insel, je schlechter der Bankenservice und je schwieriger die Möglichkeit, hier auch Bargeld zum Beispiel einzuzahlen. Geh mal nach Panama. Frag mal jemand, der in Panama wohnt und dort ein Konto hat. Die geben dir 50 Seiten Formulare, die du ausfüllen musst, wenn du da mit Bargeld ankommst. Schon mit viel kleineren Beträgen. Ein paar tausend Dollar. Ja. Also hier darf man sich keinen Illusionen hingeben. Drittes Beispiel, eine Familie bzw. eine Dame, die an mehreren Unternehmen beteiligt war in Deutschland. Sie hat diese Beteiligung nach und nach verkauft, ist dann jeweils zur Bank gegangen und hat sich die Erträge, und das waren zum Teil fast Millionen, hier in bar auszahlen lassen. Ja. Und dann das Bargeld mit nach Hause genommen. Also ich kann schon fast sagen, das waren tatsächlich kofferweise Bargeld. Und was nun damit machen? Nun, in ihrem Fall, ehrlich gesagt, wäre es gar nicht so schwer gewesen, denn sie konnte ja zeigen, sie hat das Geld von einem Konto sich auszahlen lassen. Sie hätte es nun also ohne weiteres natürlich bei einem neuen Konto einzahlen lassen können, auch wenn es seltsam natürlich aussieht. Aber das wollte sie nicht. Sie wollte es ja nicht bei einer Bank einzahlen, denn sie macht sich Sorgen um die Bankensicherheit, um die Währung. Das heißt, dass diese Mandanten dann vorhatten, und ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, ist nach Osteuropa zu fahren und dort Wohnungen zu kaufen. Tatsächlich ist es in Ländern wie Montenegro oder auch Serbien immer noch möglich, Wohnungen in bar zu kaufen. Tatsächlich auch in Dubai. Aber du musst natürlich das Geld erstmal aus der EU rausbringen. Und wenn du Bargeld über 10.000 Euro aus der EU herausbringst, nicht außerhalb Deutschlands. Du kannst überall in der EU reisen und musst Bargeld nicht erklären. Aber wenn du es aus der EU rausbringst, dann musst du bei über 10.000 Euro eben einen Nachweis haben, woher das Geld kommt. Nun, jetzt in meinem letzten Beispiel wäre es natürlich auch für diese Familie kein Problem gewesen. Sie wären dort dann zum Zoll gegangen, hätten die Kontoauszüge hier ausgedruckt mit dabei gehabt von den Konten, wo das Geld abgezogen wurde, hätten dann letztlich hier nachweisen können, dass es sich um diesen Betrag handelt. Und ich würde ausgehen davon, dass sie dann hätten die EU verlassen können. Denn wohlgemerkt, sie haben ja nichts Verbotenes gemacht. Ja. Also das heißt, in diesem letzten Beispiel kann ich mir sogar vorstellen, dass die Familie im Kofferraum des Autos dieses Geld haben kann, nach Serbien fahren kann, zeigen kann beim Zoll, dass sie hier dieses Geld von Konten abgehoben hat und sich dann in Serbien damit Wohnung kaufen kann.
das funktioniert. Sabine, im Falle deiner Mutter ist das natürlich schwierig, weil es hier keine lückenlose Dokumentation gibt. Das Geld ist ja schon seit vielen Jahren hier bei deiner Mutter in bar zu Hause und ist immer mehr geworden. Wenn deine Mutter hier bei der Ausreise erklären müsste, woher das Geld kommt, kann sie wahrscheinlich keine Aussage machen. Und man muss dazu sagen, dass natürlich die Erklärung, die sie hat, die ja die Wahrheit ist, für einen Beamten relativ schwer nachzuvollziehen ist. So nach dem Motto, also du hast wirklich über 20 Jahre lang Bargeld zu Hause gehortet. In diesem Umfang, den wir jetzt hier vor uns sehen, träum weiter, so nach dem Motto. Ja. Also, was ist hier die Quintessenz? Ich würde fast sagen, vermeide Bargeld, ganz ehrlich gesagt. Aber wenn du es nicht vermeiden kannst, dann stelle unbedingt sicher, dass du eine Dokumentation hast. Ja. Wenn dich zum Beispiel jemand in bar bezahlt, sagen wir mal, du verkaufst ein Auto zum Beispiel, ja, dann kann unter Umständen ein Vertrag dir helfen. Noch besser ist es allerdings, wenn du vom Käufer des Autos, der dich bar bezahlst, einen Kontoauszug anforderst und ihm sagst, sag mir mal, dass du dieses Geld hier von deinem Konto vorher abgehoben hast. Wenn du dir das überlegst, ist das natürlich ziemlich abwegig. Wer könnte das einen Käufer eines Autos fragen, hier einen Kontoauszug auszuhändigen? Das steht übrigens auch in diesem Wirtschaftswoche-Artikel als Tipp drin. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass jemand das machen würde. Aber so weit geht eben diese Nachweispflicht. Wenn du einen solchen Nachweis nicht führen kannst, dann denke ich, dass du in Zukunft weiterhin Probleme bekommen wirst. Sabine hat nun auch noch gefragt, ob hier die neuen Vorschriften zur Geldwäschereibekämpfung in der EU, AMLA und so weiter irgendeinen Unterschied machen. Hier hat man ja von 10.000 € Bargeldgrenze gesprochen. Nun, also wie gesagt, das ist richtig. Diese Bargeldgrenze gilt in Zukunft bei Käufen, allerdings nicht im Privatbereich. Ja, das heißt, untereinander, wenn du jemand privat Gold verkaufst, kann der dich immer noch in bar bezahlen, auch bei Beträgen über 10.000 €. Bargeld darfst du weiter mitnehmen, damit reisen und so weiter und so fort. Du musst es halt erklären. Also, ich bin wieder dabei. Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Ohne Dokumentation extrem schwierig. Sabine, ich hoffe, dass wir dir hier etwas helfen konnten. Also wie gesagt, eine wirkliche Lösung gibt es natürlich auch nicht. Weil wie gesagt, selbst wenn deine Mutter jetzt Wohnungen in Serbien und Montenegro oder in Dubai kaufen wollte, müsste sie ja erstmal die EU verlassen. Ich würde hier auf keinen Fall ihr raten, das Geld ins Nicht-EU-Ausland zu schmuggeln. Weil wenn sie das tut, dann ist es unter Umständen futsch und weg, wenn sie kontrolliert wird. Also rate deiner Mutter, wie gesagt, mit der Handhabe von Bargeld Schluss zu machen. Und wenn sie es dennoch tut, dann muss sie sich hier um eine Dokumentation kümmern. Ich würde raten, dass du euren Familienanwalt hier mit involvierst und man sollte sich mit ihm gemeinsam das richtige Vorgehen hier erklären. Vielleicht hat sie ja zum Beispiel alte Fotos von Antiquitäten, die sie verkauft hat und kann es dahingehend dann nachweisen, woher sie dieses Bargeld hat. Andernfalls muss ich sagen, sehe ich leider schwarz, zumindest bei diesen großen Beträgen, um die es ja bei deiner Mutter geht, Sabine. So, wenn auch du zum Thema Banking im Ausland, Steuern im Ausland, Firmengründung im Ausland, generell Geld verdienen, Vermögen schützen im Ausland Interesse hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau dabei zu unterstützen, Steuern im Ausland optimieren, auszuwandern, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften. Das sind die Themen, mit denen wir hier jeden Tag uns mit vielen Mandanten unterhalten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.